Hallo, hallo! Mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo normales Zeitungspapier nicht für Nachrichten, sondern für Kreativität steht. Hier wird es zu Körbchen, Taschen, Schmuck, eben zu allem, was man sich nur vorstellen kann. Heute möchte ich über einen sehr wichtigen Punkt beim Flechten sprechen, die Verlängerung der Zeitungsröhrchen. Glaub mir, das ist wie ein- und ausatmen, geflochten, verlängert, geflochten, wieder verlängert. Diese Aktion wiederholt sich hunderte Male bei einem einzigen Produkt. Und es ist am besten gleich zu lernen, wie man es richtig und sauber macht. Anfängern zeige ich alles maximal ausführlich. Und für Profis habe ich ein paar Lifehacks parat, die überraschen könnten. Also, wie ich schon erwähnte, die Verlängerung der Röhrchen ist wirklich der häufigste Vorgang beim Flechten. Warum? Ganz einfach. Wir flechten ja nicht aus Weide, nicht aus Ratten, nicht aus Bambus. Wir haben gewöhnliches Zeitungspapier in den Händen. Und Zeitungsröhrchen sind leider nicht unendlich lang. Sie sind kürzer als Weidenruten oder Polyratten und das liegt einfach daran, dass ihre Länge vom Papierblatt abhängt, das wir verwenden. Wie viele Zentimeter unsere Zeitung hat, so lang wird das Röhrchen. Logisch, oder? Und hier kommt natürlich der Gedanke auf, warum sich mit Zeitungspapier abmühen? Nimm doch Papierrollen und dreh gleich meterlange Röhrchen und flechte ohne Probleme. Oh, wie verlockend das klingt. Aber leider, je länger der Papierstreifen, desto schwieriger ist es, ihn gleichmäßig, fest und ohne jegliche Verzerrungen zu drehen. Praktisch geprüft und, glaub mir, nicht nur einmal. Ich habe das ausführlich in einem Video über Fehler beim Drehen von Röhrchen erzählt. Falls du es noch nicht gesehen hast, schau später mal rein, da gibt es viel Nützliches. Also, die Länge des Röhrchens hängt in erster Linie von der Zeitung selbst oder der Werbebroschüre ab und natürlich von deiner Erfahrung. Aus meiner Erfahrung, die optimale Länge der Papierstreifen zum Drehen beträgt 30 bis 50 cm. Alles, was länger ist, erfordert wirklich eine ruhige Hand und viel Übung. Ich persönlich drehe Röhrchen meistens aus Streifenlängen von 45 cm. Das ist für mich die goldene Mitte. Es ist nicht schwer zu drehen und beim Flechten muss ich nicht super oft verlängern. Naja, oder ich habe mich einfach schon daran gewöhnt, weißt du, wie das so ist? Oh, wir reden ja nur über Röhrchen und Röhrchen. Aber hochwertige Zeitungsröhrchen sind der Schlüssel zum halben Erfolg. Okay, lass uns das mal genauer ansehen. Wie verlängert man diese Röhrchen denn nun? Schau mal. Jedes Zeitungsröhrchen hat zwei Enden, eines ist dünner, das andere breiter. Es ist ganz einfach wie ein Baukasten. Wir nehmen zwei Röhrchen und das dünne Ende des einen stecken wir in das breite Ende des anderen bis zum Anschlag. Voila, fertig! Man könnte meinen, das war's, das Tutorial könnte beendet werden, aber wie immer gibt es Nuancen und Tricks, ohne die man beim Flechten nicht auskommt. Und bevor wir alle Feinheiten durchgehen, du weißt, was zu tun ist. Like, Abo, Kommentar, das ist wie zu mir zu sagen, Katharina, mach weiter, deine Videos sind nützlich. Und weißt du was? Es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Also, weiter geht's. Beginnen wir mit der Theorie und nützlichen Tipps und dann kommen wir zur Praxis. Also, zum eigentlichen Flechten benutzt man am besten leicht feuchte Röhrchen. Dann lassen sie sich sanft nach deinem Wunsch biegen, ohne Knicke oder Risse. Darüber habe ich ausführlich in einem anderen Video erzählt, du kannst später reinschauen, falls du es noch nicht gesehen hast. Alle Links findest du in der Beschreibung. Aber hier ist der Haken. Feuchte Röhrchen lassen sich super biegen, aber sie zu verlängern wird fast unmöglich. Warum? Weil gerade an den Enden, wo das Röhrchen dünner und breiter ist, die wenigsten Papierschichten sind. Das heißt, diese Stellen werden am schnellsten nass, werden zart und reißen bei einer ungeschickten Bewegung. Aber wenn die Spitzen der Röhrchen trocken sind, geht das Verlängern wie geschmiert. Man hat die Länge in Sekundenschnelle verlängert und macht beim Flechten weiter. Was also tun? Wir brauchen ja sowohl flexible Röhrchen als auch ein Verlängern ohne Qualen. Die Lösung? Einfach, wenn auch ein wenig knifflig. Man muss es so machen, dass das ganze Röhrchen leicht feucht bleibt, die Spitzen aber trocken sind. Du wirst sagen, oh, das hast du dir ja ausgedacht. Wie soll ich hunderte von Röhrchen so filigran befeuchten, dass nur die Mitte feucht ist? Da antworte ich dir mit Fug und Recht, denn ich mache es selbst nicht so. Alles ist viel einfacher. Wir befeuchten die Röhrchen ganz normal, tauchen sie in warmes Wasser. Die Feuchtigkeit gelangt genau durch die Öffnungen der Spitzen ins Innere, besonders wenn die Röhrchen mit dichter Farbe gefärbt sind. Und dann, Achtung, legen wir die Röhrchen in eine Tüte oder Folie. Man kann sogar Haustierwindeln verwenden, also jedes Material, das Feuchtigkeit speichert. Aber
Die Spitzen lassen wir dabei draußen, damit sie atmen und vollständig trocknen können. Und erst, wenn die Spitzen vollständig trocken sind, kann man mit dem Flechten beginnen. Mit solchen Röhrchen ist das Flechten angenehm und der Verlängerungsprozess ist ohne unnötige Schwierigkeiten. Ein echtes Kombo, wie man so schön sagt. Das war unser erster wichtiger Punkt zur Verlängerung. Weiter geht's. Lass uns nun über die Stelle der Verlängerung sprechen. Ich habe dieses Thema schon in einem der vorherigen Videos kurz angesprochen, aber da wir heute die Verlängerung unter dem Mikroskop beleuchten, lass uns auch dieses Thema gründlich behandeln. In der Theorie scheint alles einfach zu sein, nimm das dünne Ende, steck es in das breite und flechte weiter. Aber in der Praxis ist das nicht ganz so. Hier gibt es sowohl ästhetische als auch technische Nuancen. Schau mal, an der dünnen Spitze der Röhrchen ist deutlich zu sehen, wie das Papier in Schichten gerollt ist. Nennen wir diese Stelle dichte Windung. Und diese dichte Windung unterscheidet sich sogar optisch von der gesamten Länge des Röhrchens. Im Produkt ist die dichte Windung direkt wie ein Dawn One am Auge. Sie verleiht sofort einen unordentlichen Eindruck. Die Lösung ist einfach, diese Stelle abschneiden, dann sticht nichts hervor und es wird optisch so aussehen, als wäre alles aus einem langen, unendlichen Röhrchen geflochten. Und hier, lass uns noch tiefer in die Ästhetik eintauchen. Schau, wenn die Röhrchen verbunden werden, entsteht eine Naht. Das ist unvermeidlich und ziemlich logisch, oder? Allerdings kann diese Verlängerungsnaht das Aussehen des Produkts ebenfalls beeinträchtigen. Und dann taucht eine weitere Frage auf. Und wie verlängert man dann die Länge, wenn die Verlängerungsnaht sowieso sichtbar sein wird? Die Antwort ist ärgerlich einfach. Wir verlängern an der Stelle, wo es am wenigsten auffällt. Das heißt nicht auf der Vorderseite, sondern irgendwo auf der Rückseite hinter einem Ständer. Dann fällt die Verbindung, selbst wenn sie nicht perfekt geworden ist, nicht ins Auge. Und das Produkt bleibt ordentlich mit einer angenehm glatten Textur auf der Vorderseite. Das ist übrigens eine der Möglichkeiten, wie man unauffällig die Farbe der Röhrchen wechseln kann zum Beispiel. So, das war die Ästhetik, aber dahinter steckt auch die Technik. Schau mal, der breite Spitze des Röhrchens, er bleibt ja nicht über die gesamte Länge des Röhrchens so breit. Auf dieser Seite hat das Röhrchen ebenfalls eine dichte Windung, sie befindet sich nur innerhalb des Röhrchens. Normalerweise beträgt der hohle Teil der breiten Spitze nur rund 1 bis 1,5 cm. Das heißt, man kann nur etwa 1,5 cm Länge des neuen Röhrchens hineinstecken. Du glaubst es nicht? Du kannst kleine Experimente machen? Nimm ein Röhrchen und beginne, es vorsichtig vom breiten Ende her zu zusammendrücken. Du wirst fühlen, dass es sich zuerst leicht zusammendrücken lässt und dann schon schwieriger. Oder du kannst Millimeter für Millimeter vom breiten Ende abschneiden. Und du wirst sehen, ja, es gibt innen eigene Papierschichten. Nur sehen wir sie von außen nicht. Und wenn diese Papierschichten schmaler werden und genau die Höhlung erreichen, die dem Durchmesser der Stricknadel entspricht, dann bekommst du das neue Röhrchen nicht mehr weiter hineingeschoben, egal wie sehr du dich bemühst. Und jetzt stell dir vor, du steckst das dünne Ende in das breite und es stößt an und geht nicht weiter. Was wird passieren? Die Verbindungsstelle der Röhrchen wird nicht dicht sein. Und das ist schon eine ganz schlechte Geschichte. Das Röhrchen kann während des Flechtens sofort oder erst am Ende herausschlüpfen. Feuchte Pflege ist bei solchen Produkten kontraindiziert. In solche Stellen dringt Wasser am schnellsten ein. Außerdem können diese Graten empfindliche Dinge beschädigen, wenn sie im Korb aufbewahrt werden. Der Schluss ist also nur einer. Alle Verbindungen müssen dicht sein. Es ist wichtig, dass das breite Ende des Röhrchens das neue Röhrchen fest umschließt, von allen Seiten anliegt und nichts wackelt. Deshalb, selbst wenn du mit meinen ästhetischen Ansichten nicht einverstanden bist, denke ich, werden dich die technischen Aspekte überzeugen, zumindest die dichte Windung an der dünnen Spitze des alten Röhrchens abzuschneiden. So, da wir nun die ganze Theorie beisammen haben, lass mich dir meine kleinen Lifehacks erzählen und dir dann zeigen, wie ich sie beim Verlängern anwende. Also, fangen wir der Reihe nach an. Das erste ist nicht einmal das Röhrchen selbst, sondern der wichtigste Helfer und Absicherung beim Verlängern, der Kleber. Im Grunde eignet sich fast jeder flüssige Büro- oder Universalkleber. Das ist eher eine Frage der Gewohnheit und des Geschmacks. Wenn er nach dem Trocknen jedoch Feuchtigkeit aushalten kann, das ist dann super. Ich persönlich habe wahrscheinlich alles ausprobiert, was geht, sowohl nach Zusammensetzung als auch nach Marken und Tuben.
Am Ende bin ich bei dieser Variante geblieben. Und jetzt erkläre ich dir, warum. Übrigens, das ist keine Werbung. Ich teile einfach meine Erfahrungen und Eindrücke. Also erstens, er hat eine sehr praktische Verpackung. Die dünne Spitze passt perfekt, um nur einen Tropfen in das breite Ende des Röhrchens zu geben. Aber hier gleich vorab. Wenn du einen anderen zuverlässigen Kleber hast, der aber eine unhandliche Verpackung hat, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst einfach eine normale Spritze ohne Nadel nehmen, den Kleber hineingießen und fertig. Er lässt sich leicht herausdrücken, nichts trocknet innen aus und die Spitze ist dünn, unglaublich praktisch. Weiter zweitens, ich bevorzuge transparenten Kleber. Warum ist das für mich so wichtig? Manchmal übertreibe ich es einfach ein bisschen. Und der Tropfen wird etwas größer als nötig. Nun ja, und die Gesetze der Physik sind manchmal herzlos und man kann nichts dagegen tun. Kurz gesagt, manchmal quillt der Kleber heraus. Also, wenn man es nicht sofort bemerkt und die Überschüsse nicht abwischt, trocknet der Kleber schließlich ein. So ist es. Wenn der Kleber transparent ist, wirst du später nicht einmal sehen, wo die Überschüsse getrocknet sind. Aber wenn der Kleber weiß ist oder schlimmer noch, farbig, wird es von weitem sichtbar sein. Also habe ich einen rein praktischen Ansatz, um mich damit nicht auch noch großartig abmühen zu müssen. Und drittens, wie sich der Kleber beim Verlängern verhält. Mir ist wichtig, dass der Kleber nicht sofort trocknet, aber stundenlang warten, bis er anzieht, will ich auch nicht. Und genau dieser Kleber erfüllt meine Anforderungen. Ich habe genug Zeit, um alles anzupassen und nach dem Trocknen hält alles sehr fest. Plus, dank seiner Konsistenz lässt der Kleber die breite Spitze gut gleiten, wenn man sie aufsteckt. Und er hat eine gute Haftung, wenn alles fest anliegt. Das heißt, wenn man leicht daran zieht, rutscht das Röhrchen nicht heraus. Klar, wenn man mit aller Kraft zieht, ja, dann kann es herausfliegen oder sogar die Verbindungsstelle reißen. Aber am Großen und Ganzen hält alles ziemlich gut. Ich habe den Kleber ja gelobt, aber Nachteile gibt es auch. Er hat einen Geruch. Und zwar ziemlich deutlich, also während man ihn in das Röhrchen tropft, riecht man es stark. Aber nach dem Trocknen nehme ich keinen Geruch mehr wahr. Also, falls du einen empfindlichen Geruchssinn hast, denk daran. Okay, weiter geht's mit der Optimierung der Verlängerung. Jetzt fasse ich gleich 2 Punkte zusammen. Spliss schneiden und Massenverlängerung. Nun, das nenne ich so in meinem Kopf. Schau mal, die breite Spitze des Röhrchens hat keinen perfekt geraden Rand. Im Prinzip stört das die Verlängerung überhaupt nicht. Man kann es auch einfach so lassen. Genau wie Spliss an den Haaren. Man kann damit leben, aber irgendwie sehen sie nicht sehr ordentlich aus. Mit einem geraden Rand sieht die Verlängerungsnaht ordentlicher aus. Das habe ich nicht sofort bemerkt und am Anfang überhaupt nicht darauf geachtet. Bis ich eines Tages auf eine interessante Situation stieß. Also vor ein paar Jahren habe ich meine Körbe geflochten und ich kannte keine Sorgen wegen dieses unregelmäßigen Randes. Aber zu der Zeit experimentierte ich mit verschiedenen Klebern. Ich suchte den einen, den bequemen. Den einen habe ich ausprobiert, nichts, den anderen wieder etwas nicht in Ordnung. Und während ich das alles testete, sammelten sich bei mir halbgeleerte Tuben an. Ja, ich weiß, verschwenderisch, aber damals gab es noch keinen YouTube-Kanal, YeahPlace, wo man alles bis ins kleinste Detail nachschauen konnte. Ich musste durch Versuch und Irrtum lernen. Kaum hatte ich meine ideale Klebervariante gefunden, hörte das Verlängern endlich auf, eine filigrane Tortur zu sein und wurde zur Routine, die man fast mit geschlossenen Augen erledigen kann. Und ich verlängerte damals einzeln, wie man so schön sagt. Ich nahm ein Röhrchen, gab einen Tropfen in das eine breite Ende, verlängerte, flechtete und wiederholte dann dieselben Schritte mit einem Röhrchen. Aber das Glück hielt nicht ewig. Und der Kleber in der Flasche wurde immer weniger und es kam der Moment, wo ich sie jedes Mal gut schütteln musste, warten, bis der Kleber zum Ausguss floss und nicht immer gelang der Tropfen auf Anhieb. Das fing an zu nerven, denn der Verlängerungsprozess dauerte nicht mehr 2 Sekunden, sondern länger, nur wegen dieser Wartezeit. Und da ging mir ein Licht auf. Was, wenn ich den Kleber nicht in ein Röhrchen tropfe, sondern gleich in mehrere, solange er am Ausguss ist? Habe es versucht und der Prozess ging schneller. Es gefiel mir so gut, dass ich es jetzt immer so mache. Ich tropfe den Kleber sofort in mehrere Röhrchen, halte sie bereit und schaffe es, sie zu verwenden, bevor der Kleber trocknet. Aber auch hier gibt es eine Nuance. Wegen des unregelmäßigen Randes gelangte der Kleber nicht immer bequem hinein. Was, wenn man den Rand abschneidet, buchstäblich um 1 bis 2 mm ihn begradigt? Habe es versucht und seitdem mache ich es automatisch. Alle breiten Spitzen sind bei mir jetzt schnurgerade. Der Kleber gelangt mit einer Bewegung hinein, sofort in mehrere Röhrchen. Alles ist griffbereit und das Verlängern wird schneller und ordentlicher. Da hast du es. Faulheit ist der Motor des Fortschritts. Scherz beiseite natürlich. Oh, übrigens hätte ich fast vergessen.
ein Tipp. An die Massenverlängerung sollte man sich besser schrittweise herantasten. Schließlich trocknet der Kleber-Ei am Inneren des Röhrchens mit der Zeit etwas ein. Fang mit 2 an und schau, wie es läuft. Wenn alles passt, kannst du die Menge ruhig erhöhen. Obwohl ich denke, das verstehst du auch so bestens. So, von der Theorie zur Praxis. Ich zeige dir jetzt, wie das alles live funktioniert. Hier flechte ich. Alles läuft gut, aber irgendwann ist das Röhrchen zu Ende. Das heißt, es ist Zeit, die Länge zu verlängern. Und das Erste, was ich mache, ist, einen Schritt voraus zu planen, wie beim Schach. Nämlich beurteile ich, an welcher Stelle das Röhrchen hinter den Ständer geführt wird. Und da ich alles ordentlich und fest machen möchte, achte ich darauf, dass diese Stelle auch vor der dichten Windung liegt. Nachdem ich die Stelle bestimmt habe, mache ich mir eine Markierung einfach mit dem Fingernagel. So eine kleine Delle, das hilft mir, den Punkt nicht zu verlieren, während ich mich mit der Schere beschäftige. Jetzt schneide ich das Röhrchen in einem spitzen Winkel ab, etwa 5 mm von der Markierung entfernt. Das bedeutet, der kurze Teil des Schrägschnitts ist 5 mm von der Markierung entfernt und der lange etwa 10 bis 15 mm. Erinnerst du dich, dass ich sagte, dass buchstäblich 1 bis 1,5 cm Länge in das breite Ende passen? Genau deshalb schneide ich das alte Röhrchen nicht genau an der Markierung ab, sondern mit etwas Abstand. Wie genau der schräge Schnitt liegt, also zu dir gerichtet oder von dir weg, ist technisch nicht wichtig. Es ist nur Gewohnheit und Bequemlichkeit. Mir persönlich ist es angenehm, wenn dieser schräge Schnitt zu mir gerichtet ist, du wirst später verstehen, warum. Also, als nächstes nehme ich gleich mehrere neue Röhrchen. Ich begradige ihre breiten Enden buchstäblich um ein paar Millimeter und halte all diese Röhrchen mit einer Hand in einer Reihe. Gerade so, als ob ich Spliss an einer Haarsträhne schneiden würde. Jetzt tropfe ich sofort Kleber in alle breiten Spitzen. Und ich lege diese vorbereiteten Stücke daneben, griffbereit, um nicht danach greifen zu müssen. Jetzt kommt das Interessanteste, wir verbinden. Ich nehme ein vorbereitetes Röhrchen mit Kleber und stecke die dünne Spitze bis zum Anschlag in die Breite. Damit die dünne Spitze tiefer eindringt, forme ich sie konisch. Wie genau? Ich drücke die dünne Spitze mit den Fingern flach und dann falte ich diese flach gedrückten Teile in der Mitte, sodass wir einen sauberen, glatten Konus erhalten. Dabei hilft mir persönlich der Daumennagel, ein sehr praktisches Ding. Danach, damit die Verbindung fester wird, beginne ich das neue Röhrchen sozusagen auf das alte zu drehen. Ich bewege die Finger näher zur Verbindungsstelle und drehe es mit einer fließenden Bewegung, als ob ich eine Schraube eindrehe. In welche Richtung man dreht, ist überhaupt nicht wichtig. Ich zum Beispiel drehe Ei im Uhrzeigersinn, das ist für mich einfach bequemer. Das war's, die Verlängerung ist fest, sauber und befindet sich genau hinter dem Ständer. Von der Vorderseite des Korbes ist überhaupt nichts zu sehen und im Grunde mache ich das jedes Mal, wenn ich die Länge verlängern muss. Am Anfang habe ich diesem Prozess viel Aufmerksamkeit gewidmet, aber mit der Zeit, mit der Übung, geschieht alles schon automatisch. Ich hoffe, dass ein so häufiger Vorgang beim Flechten wie die Verlängerung der Röhrchenlänge für dich genauso einfach, verständlich und schnell wird wie 1 + 1. Wenn du noch Fragen hast, schreib in die Kommentare, ich werde versuchen zu antworten. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende geschaut hast. Ich wünsche dir fügsame Röhrchen, unsichtbare Verlängerungsnähte und Inspiration für neue tolle Projekte. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!